Ich bin ihm an den Kopf gefahren. Oh mein Gott. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Hobbyracer und Freunde des gepflegten Motorradsports. Ja, lange habe ich euch warten lassen, lange gab es kein Video von mir, aber in der Zwischenzeit ist trotzdem viel passiert. Das heißt, ich habe nicht faul hier zu Hause rumgesessen, sondern ich war auf der Rennstrecke. Ja, Saison ist mittlerweile vorbei, aber ich war am Pannonia Ring, am Slowakia Ring, in Most, in Misano, in Rijeka. Ich habe viele Rennstreckentermine mitgemacht. Alles wurde aufgenommen und das Ganze kriegt ihr jetzt die folgenden Wochen hier auf dem Kanal zu sehen. Deswegen macht euch bereit, freut euch auf viele kommende Videos und wer nichts verpassen will, haut jetzt direkt erstmal unten auf den Abonnieren-Button, damit ihr ja jedes Video seht. Aber hier im Video gehen wir jetzt direkt erstmal rein und zwar Pannonia Ring. Im letzten Video habt ihr es schon gesehen, ich war in Brünn gewesen und am Slowakia Ring. Wer das noch nicht gesehen hat, hier oben verlinke ich es euch gerne nochmal. Deswegen reinschauen, da erkläre ich euch, wie ich neue Strecken lerne und hier sind wir auch genau beim Thema. Ich war zum ersten Mal am Pannonia Ring gewesen. Viele haben gesagt, die Strecke ist mega geil, die Strecke macht richtig Bock. Ich war zusammen mit CR Moto da gewesen, habe die Strecke dann auch erstmal kennenlernen müssen. Aber das Ganze erfahrt ihr jetzt hier im Video, wie es mir gegangen ist, was passiert ist. Deswegen schnacken wir nicht lang, sondern gehen direkt rein. Tag 1. Wir angekommen, erstmal alles schön aufgebaut, Box eingerichtet, das ganze Pipapo. Ihr kennt's, ganz normales Vorgehen wie an jeder Rennstrecke und dann ging es zum ersten Mal raus. Erstmal gemütlich rausfahren, Strecke angucken, Strecke kennenlernen, gucken, wo sind die Streckenposten, gucken, wo geht welche Kurve lang, gucken, was gibt's denn für Orientierungspunkte. Und um das Ganze kurz abzuschließen, ich bin nach dem ersten Turn reingekommen und habe mir nur gedacht, ach du Scheiße, was zum Teufel ist das für eine Strecke, ich peil gar nichts. Alles sieht gleich aus, jede Kurve sieht gleich aus, man denkt es geht rechts lang, falsch, es geht über eine Kuppe und dann links lang, also alles sieht gleich aus, man kann sich null orientieren und ich habe nach dem ersten Turn gedacht, ich werde niemals hier auf der Strecke zurechtkommen und dass mir die Strecke niemals Spaß machen wird. Das war auch genau die Aussage, die ich von diversen anderen Leuten schon gekriegt habe, die gesagt haben, Pannonia Ring macht Bock, ist mega geil, aber ist wirklich nicht einfach zu lernen. Und genau das ist auch das, was ich bestätigen kann. Das Ganze sollte sich natürlich noch ändern. Das heißt, zum zweiten Turn rausgefahren, nochmal Strecke angeguckt, nochmal versucht zu lernen, nochmal im Kopf visualisiert, wo es lang geht. In der Zwischenzeit natürlich auch ein Tracksheet genommen und da schon mal die ersten Hinweise, Orientierungspunkte, Bremspunkte und so weiter eingezeichnet, weil genau das brauche ich, hilft mir und hilft auch euch, wenn ihr auf eine neue Strecke kommt. Falls ihr Interesse an meinen Tracksheets, meinen Informationen, meiner Ideallinie habt, dann lasst es mich gerne wissen, haut's unten in die Kommentare rein, kommt auf Instagram in meinen Broadcast-Channel oder registriert euch unten in der Videobeschreibung bei meinem Newsletter. Ich bin gerade dran, diese Tracksheets für euch nochmal ordentlich aufzuarbeiten, damit ihr nicht meine Sauklaue lesen müsst. Und dann könnt ihr euch die für eine kleine Mark von meiner Internetseite runterladen. Damit unterstützt ihr mich massivst, damit ich weiter so geile Videos hier für euch produzieren kann. Und ihr nehmt noch was mit für euch, für die Rennstrecke, damit ihr was lernt und auf jeden Fall schneller und sicherer werdet. Gut. Zweiter Turn reingekommen und ja, was soll ich sagen? Es hat sich tatsächlich schon besser angefühlt, so langsam hat man dann den Streckenverlauf kapiert und hat sich so ein bisschen orientieren können, dass man gemerkt hat, wo rechts, wo links und dann einfach mal in die Strecke reingefunden und nach langsam schneller geworden. So ging es dann weiter, der komplette erste Tag war ich nur damit beschäftigt, erstmal wirklich die Strecke zu lernen. Es ging dann nicht nur darum, dass ich genau weiß, wo geht die Strecke lang, sondern die komplette Umgebung kennenzulernen. Auch, dass ich mir Orientierungspunkte gesucht habe, auch, dass ich gesehen habe, okay, das hier ist diese berühmte Haus- oder Hotelkurve. Einfach die Strecke im Gesamten kennengelernt und dabei nach und nach auch mehr Speed aufgebaut. Viel hat mir dabei geholfen, dass ich dann wirklich vom Veranstalter auch direkt in die schnellste Gruppe eingruppiert worden bin und konnte mich dann direkt an schnelleren Fahrern orientieren und mich von denen auch ein bisschen ziehen lassen und mir so ein paar Punkte von denen abgucken. Am Ende, kann ich es ja mal vorwegnehmen, bin ich mit einer 2 Minuten 5 vom Pannonia dann abgereist, nachdem ich das erste Mal dort war und muss sagen, damit bin ich mega happy. Natürlich, ich würde auch gern unter die 2 Minuten Marke fahren, aber das kommt dann vielleicht in Zukunft bei Folgeterminen, wenn ich dann schon drauf aufbauen kann, was ich mittlerweile gelernt habe. Hier ging es jetzt erstmal darum, die Strecke kennenzulernen, nicht stürzen und nach Geschwindigkeit aufzubauen und die Zeit zu verbessern.
Nachdem ich dann den ersten Tag damit verbracht habe, die Strecke kennenzulernen, schneller zu werden und alles zu verinnerlichen, habe ich mich echt wohl gefühlt und kann nur eins sagen, Pannonia Ring ist geil. Wenn man es endlich kapiert hat, wie die Strecke verläuft, wie man fahren muss, was für Orientierungspunkte man braucht, dann ist die Strecke mega. Es ist sofort mit einer von meinen Lieblingsstrecken geworden. Zusammen mit Slowakia Ring, Rijeka ist Pannonia Ring ganz weit oben gelandet. Hätte ich von Anfang an nicht so gedacht, hätte ich nicht erwartet nach dem ersten Turn. Aber ich muss sagen, mega und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal wieder dort zu sein. Am zweiten Tag ging es dann darum, die persönliche Bestzeit weiter nach unten zu schrauben und vor allem fürs Rennen zu qualifizieren. Dabei bin ich in einem richtig schönen Flow gefahren, habe die Strecke richtig schön ausgenutzt, alles wunderbar und hatte dann aber im Verkehr einen Fahrer vor mir, der ein bisschen langsamer war, aber eben nicht genug, dass ich schon sicher überholen konnte. Ich bin ihm dann eine halbe Runde hinterher gefahren und was dann passiert ist, ihr glaubt's kaum. Ich fahre dem Kollege hinterher, warte bis ich auf Startziel komme, um dort einen sicheren Überholvorgang bei ihm zu starten. Als wir dann in der Hauskurve angekommen waren, war ich relativ nah hinter ihm. Er hat in Schräglage eingelenkt und ist wahrscheinlich zu früh ans Gas gegangen. Er crasht vor mir, das Motorrad schlittert zur Seite und er ist direkt vor mir und ich habe keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Es ging alles so schnell, das Motorrad rutscht nach rechts weg, er ist direkt vor mir und mir bleibt nur noch möglich, so stark wie es geht zu verzögern und ich bin ihm an den Kopf gefahren. Oh mein Gott, in dem Moment bin ich selber zum Sturz gekommen. Zum Glück konnte ich das Motorrad weit genug runterbremsen, dass wir beide nicht mehr schnell gewesen sind und es gab keine Folgeschäden. Zum Glück habe ich ihn in dem Moment nicht ernsthaft verletzt und wir konnten am Ende beide aufstehen, ohne dass es irgendwelche schlimmeren Schäden gab, Verletzungen oder ähnliches. Ja, absoluter Schreckmoment für uns beide in der Situation. Ich meine, wir wissen alle, wie gefährlich der Sport sein kann und vor allem, wenn es irgendwo im Bereich Kopf geht, Kopf, Hals in der Richtung, da kann richtig viel schief gehen und in der Situation können wir am Ende nur froh sein, dass es für uns beide glimpflich ausgegangen ist. Die Motorräder waren auch nicht schlimm beschädigt, hatten nur leichte Kratzspuren, wir konnten beide weiterfahren, aber in der Situation hätte das Ganze auch viel, viel schlimmer ausgehen können. Deswegen müssen wir wirklich sagen, dass wir beide in der Situation vor allem eher sehr, sehr großes Glück gehabt hatten, dass wir einfach aufstehen und weglaufen konnten. Motorräder wurden mit dem Schandwagen zurückgefahren in die Box. Und am Ende konnten wir beide noch das Event weiter genießen, ohne dass irgendwelche Folgeschäden davon ausgegangen sind. Schreibt ihr jetzt mal unten in die Kommentare rein, was ihr denkt, was in der Situation schiefgegangen ist und wie man das hätte vermeiden können. Nach den 2 nervenaufreibenden Tagen hier am Pannonia Ring ging es dann direkt weiter noch zum Slowakia Ring. Heißt, wir haben abends am Pannonia Ring alle Sachen eingepackt, sind die 120 Kilometer zum Slowakia Ring, alles wieder ausgepackt, dort die Box aufgebaut und haben dann noch 2 Tage vollen Spaß gehabt. Alles hat einwandfrei funktioniert, Technik einwandfrei, sitzen geblieben, nichts kaputt gemacht, alles war super. Bei mir. Beim Kim dagegen haben wir noch eine spannende Story zu erzählen. Er ist mit seiner GSX-R gefahren und hat immer weniger Leistung gehabt.
Er hat sich dann am Ende gefragt, wie kann das sein? Wieso geht dieses Motorrad auf der Start-Zielgeraden nimmer über den dritten Gang raus? Wieso fühlt es sich einfach komplett zugeschnürt an? Nach kurzer Analyse sind wir dann direkt auf den Fehler gestoßen, und zwar, er ist noch mit Original Cut gefahren. Und den hat es im Verlauf von diesen 1,5 Events komplett zugeschmolzen. Das war nur noch ein zugeschmolzener Klumpen, wo kein Stück Abgas mehr durchgegangen ist. Die Motortemperatur ging hoch und die Maschine konnte einfach kein Stück mehr atmen und dadurch auch keine Leistung mehr produzieren. Plus, er kann am Ende von Glück reden, dass ihm der Motor nicht hochgegangen ist. Die einzig richtige Lösung dafür war dann am Ende richtig schön Ostblock Engineering. Flex genommen, ein Loch unten in den Cut eingeflext. Das ganze Ding rausgeschlagen, damit einfach ein schönes Loch ist und der Motor wieder frei atmen kann. Lautstärke, Slowakia-Ring, gar kein Problem. Und ab ging es wieder raus auf die Strecke. Das Teil konnte atmen, die GSX-R hatte wieder Leistung und der Kim konnte wieder Spaß haben und konnte den Termin auch noch bis zum Ende genießen. Genau so muss es sein. Problem tritt auf, kurzfristige Lösung wird gefunden, das Ding wird fuschmäßig zurecht gehämmert, dass es irgendwie fahrbereit ist und weiter wird geballert und Spaß gehabt. Genau so gehört sich das. Und genau so konnten wir dann den Event am Slowakia-Ring auch noch zu Ende fahren. Alles war super, keine weiteren Probleme mehr. So viel für den Moment zu diesem Doppeltermin Pannonia Slowakia Ring. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, Like da lassen, unten kommentieren, Kanal abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie im Detail ich neue Strecken kennenlerne, empfehle ich euch hier in das Video reinzuschauen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es heißt, ab geht's nach Most. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Hallo? Ja? Ja, der sitzt vor mir. Ist für dich, dein Vater fragt, ob uns die Tomaten geschmeckt haben.